Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer spannenden Archetypenreise. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, das uns alle betrifft, dem Schattenarchetyp. Kennt ihr das? Manchmal begegnen wir Menschen, deren Verhalten uns regelrecht auf die Palme bringt. Vielleicht ist es ihre Arroganz, ihre Unsicherheit oder ihr übertriebener Perfektionismus. Und dann kommt dieser Moment der Erkenntnis: Moment mal, kenne ich das nicht irgendwoher? Von mir selbst? Genau das ist der Schlüssel zum Verständnis unseres Schattens. Er ist wie ein verborgener Spiegel unserer Persönlichkeit, der uns wichtige Lektionen über uns selbst lehrt. Auch wenn es manchmal unangenehm sein kann, ist es einer der wertvollsten Wege zu persönlichem Wachstum. Bevor wir tiefer eintauchen, lasst uns interaktiv werden. Wenn euch das Thema interessiert, dann zeigt es mit einem Daumen hoch und schreibt mir unten in die Kommentare, was ist eine Eigenschaft, die ihr bei anderen nur schwer ertragen könnt. Markiert es einfach mit einem Stern. Bleibt dran, denn diese Reise wird sehr aufschlussreich. Wenn euch der Content gefällt, abonniert gerne den Kanal für mehr spannende Einblicke in die Welt der Archetypen. Kennst du das Gefühl, dass da noch mehr in dir steckt? Dass du Seiten an dir unterdrückst, die eigentlich nach Ausdruck suchen? Der berühmte Psychologe Carl Gustav Jung hat es auf den Punkt gebracht: Wahres Wachstum bedeutet nicht nur dem Licht zu folgen, sondern auch unsere Schattenseiten anzunehmen. Aber was genau ist dieser Schatten? Es sind die Teile unserer Persönlichkeit, die wir verstecken. Manchmal aus Angst, manchmal, weil sie nicht in unser Selbstbild passen. Das können schwierige Gefühle sein wie Neid oder Wut. Aber, und das ist das Spannende, oft verbergen sich dort auch unsere größten Potenziale. Denk mal an die klassischen Märchen. Der Drache bewacht meist einen Schatz. Genauso ist es mit unserem Schatten. Er hütet verborgene Talente, unentdeckte Kreativität, ungelebte Stärken. Wenn wir lernen, diese verdrängten Anteile zu integrieren, werden wir nicht nur authentischer, wir erschließen auch neue Kraftquellen in uns selbst. Wenn dich das Thema interessiert, lass uns in den Kommentaren darüber austauschen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir Menschen seit Jahrtausenden von Helden und ihren dunklen Gegenspielern erzählen? In den großen Geschichten der Menschheit begegnet uns immer wieder eine besondere Kraft: der Schatten. Er ist mehr als nur der Bösewicht in unseren Geschichten. Der Schatten ist der Prüfstein, an dem unsere Helden wachsen müssen. Ohne ihn gäbe es keine echte Entwicklung, keine wahre Transformation. Denkt mal darüber nach. In jedem bedeutenden Mythos, in jedem zeitlosen Märchen taucht diese geheimnisvolle Gestalt auf. Nicht zufällig, sondern als wesentlicher Teil unserer kulturellen DNA. Der Schatten fordert uns heraus, er zwingt uns, über uns selbst nachzudenken. Diese faszinierende Reise durch die Mythologie zeigt uns, das Dunkle, das Unbekannte in unseren Geschichten spiegelt oft verborgene Teile unserer eigenen Persönlichkeit wider. Es lehrt uns wichtige Lektionen über uns selbst. Wenn euch diese Gedanken interessieren, lasst gerne einen Kommentar da und bleibt dran. Wir tauchen noch tiefer in diese spannende Welt ein. Wir tauchen in eine faszinierende Welt ein, die uns allen bekannt ist, aber über die wir selten sprechen. Die Symbolik des Drachen in unserer Kultur. Habt ihr euch jemals gefragt, warum in fast allen Geschichten ein Drache den wertvollsten Schatz bewacht? Es ist kein Zufall. Der Drache ist eines der ältesten Symbole für unseren Schatten, für das, was wir in uns selbst nicht sehen wollen. Denkt nur an die Märchen unserer Kindheit, die strenge Stiefmutter in Schneewittchen oder der gefährliche Wolf in Rotkäppchen. Sie alle erzählen dieselbe Wahrheit. Hinter dem, was uns am meisten erschreckt, liegt oft genau das, was wir am dringendsten brauchen. Es ist wie ein universelles Gesetz: Das Wertvollste wird vom Furchterregendsten bewacht. Unsere Ängste, unser Neid, unsere verborgenen Gefühle, sie alle nehmen in Geschichten diese Gestalten an. Was ist euer persönlicher Drache? Schreibt es in die Kommentare. Schauen wir nun genauer hin. Habt ihr euch jemals gefragt, warum in allen großen Geschichten ein dunkler Gegenspieler auftaucht? Das ist kein Zufall, meine Freunde. In der Bibel begegnet uns der Versucher. Im Buddhismus stellt sich Mara dem Buddha in den Weg. Und in unseren modernen Geschichten
Da haben wir Darth Vader, Voldemort und den Joker. Diese Schattenfiguren sind viel mehr als nur Gegenspieler. Sie sind Spiegel unserer eigenen inneren Kämpfe. Denkt nur an Luke Skywalker, der in Vader seine eigenen Ängste erkennt. Oder Harry Potter, der in Voldemort sieht, wohin Machtgier führen kann. Diese Geschichten lehren uns etwas Faszinierendes. Ohne Schatten gibt es kein Licht. Ohne Herausforderung kein Wachstum. Diese dunklen Figuren machen unsere Helden erst zu dem, was sie sind. Und uns auch. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch dieser Gedanke gefallen hat, abonniert gerne den Kanal für mehr spannende Perspektiven auf die Geschichten, die uns prägen. Stell dir vor, die Dunkelheit, die Nacht, das Unbekannte. Orte, vor denen wir uns manchmal fürchten. Oder der Moment, wenn du in den Spiegel schaust und etwas entdeckst, das dich verunsichert. Kennst du das Gefühl, wenn dir jemand begegnet, den du einfach nicht leiden kannst? Vielleicht ist es gar nicht die Person selbst, sondern dein eigener Schatten, der dir da entgegenkommt. In der Psychologie, besonders bei Carl Gustav Jung, ist der Schatten kein Feind. Er ist ein wichtiger Teil von uns, ein Lehrer, den wir verstehen und annehmen sollten. Denn erst wenn wir lernen, unseren Schatten zu akzeptieren, können wir wirklich wachsen. Im nächsten Teil erkunden wir gemeinsam, was moderne Forschung dazu sagt und wie wir unseren Schatten als Chance für persönliches Wachstum nutzen können. Wenn euch das Thema bewegt, zeigt es mit einem Daumen hoch und aktiviert die Glocke für mehr spannende Einblicke in die Psychologie. Bleibt dran, es wird noch tiefer und spannender. Warum verstecken wir manchmal Teile von uns selbst? In den alten Mythen und Märchen begegnen wir ihm als Wolf oder Drache, dem Schatten. Doch was Carl Gustav Jung uns gelehrt hat, geht tiefer. Der Schatten ist kein fernes Monster, sondern ein echter Teil unserer Seele. Er umfasst all das, was wir an uns selbst nicht sehen oder zeigen wollen. Denk mal darüber nach. Wie oft unterdrücken wir unsere Wut, unseren Neid oder unsere Ängste? Aber hier kommt das Überraschende. Auch unsere strahlendsten Seiten landen im Schatten. Unsere Kreativität, unsere Leidenschaft, unser Selbstbewusstsein. Alles, was nicht in das Bild passt, das andere von uns erwarten. Diese verborgenen Schätze warten nur darauf, entdeckt und gelebt zu werden. Was glaubst du? Welche Seite in dir wartet noch darauf, ans Licht zu kommen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und abonniere den Kanal, wenn du diese Reise mit uns weitergehen willst. Warum regen uns manche Menschen so sehr auf? Oft liegt es daran, dass wir bei ihnen etwas sehen, das auch in uns steckt, nur dass wir es nicht wahrhaben wollen. Genau das ist unser Schatten, wie es Carl Gustav Jung nannte. Aber keine Sorge, dein Schatten ist kein Feind, er ist ein Teil von dir, der darauf wartet, entdeckt und integriert zu werden. Stell dir vor, du könntest diese verborgenen Seiten nicht nur erkennen, sondern in echte Stärken verwandeln. Beim nächsten Mal, wenn dich etwas an anderen stört, halt kurz inne und frag dich, kenne ich das vielleicht von mir selbst? Diese ehrliche Selbstreflexion ist der erste Schritt zu echter Entwicklung. Jung sagte, wer beide Seiten von sich sieht, Licht und Schatten, findet seine wahre Mitte. Und genau darum geht es, nicht um Perfektion, sondern um Ganzheit. Was hast du schon einmal an dir im Spiegel anderer erkannt? Schreib es in die Kommentare. Die moderne Psychologie hat eine spannende Entdeckung gemacht. Was uns an anderen oft am meisten stört, sagt häufig mehr über uns selbst aus als über sie. Psychologen nennen das Projektion, ein Abwehrmechanismus, bei dem wir unbewusst unsere eigenen verdrängten Gefühle oder Eigenschaften auf andere übertragen. Laut einem Artikel auf Very Well Mind, einem bekannten Psychologieportal, sehen wir Eigenschaften bei anderen oft genau deshalb so stark, weil wir sie in uns selbst nicht akzeptieren. Besonders interessant, eine weitere Veröffentlichung auf Very Well Health erklärt, dass allein das Erkennen und Benennen dieser Gefühle ihre Macht schwächt. Mit anderen Worten, wenn du dich fragst, warum dich etwas an anderen triggert, könnte das ein Hinweis auf deine eigenen unentdeckten Seiten sein. Schreib in die Kommentare,
Was stört dich bei anderen am meisten? Dieser erste Schritt zur Selbsterkenntnis ist unglaublich wertvoll. Wenn du tiefer in die Psychologie deiner Archetypen eintauchen willst, dann abonniere den Kanal.